Einen wunderschönen guten Tag zusammen in die teilnehmenden Runde. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu einem weiteren Webinar der Firma Sunmax PVT. Mein Name ist Mirko Köhler. Ich bin bei uns für das Business Development verantwortlich und als heutigen Gastredner darf ich ganz herzlich den Christian Herzog von der Firma Parabel begrüßen. So, unser heutiges Thema ist PVT-Module und Energiemanager als multivalente und modulare Systemlösung. Was verbirgt sich da ganz kurz gesprochen darunter? Sunmax ist PVT-Hersteller, bedeutet, unsere Module können gleichzeitig Strom und Wärme liefern. Und natürlich für größere und komplexere Projekte benötigt man natürlich ein sehr intelligentes System, um die Quellen zu steuern und die Wärme sinnvoll zu nutzen. Und dafür ist dann die Firma Parabel zuständig. Vom heutigen Ablauf her würde ich gern mit Ihnen zunächst eine Kurzumfrage machen, damit wir auch wissen, wer so etwa hier im teilnehmenden Kreis anwesend ist. Im Nachgang würde ich Ihnen einen kurzen Vortrag zum Thema PVT und Sunmax PVT halten. Anschließend würde der Herr Herzog Ihnen dann die Systemlösungen von Parabel vorstellen. Und zu guter Letzt haben Sie die Möglichkeiten, über das Dashboard, was hier bei GoToWebinar bei Ihnen aufgeploppt ist, eben auch Fragen einzustellen, um dann schlussendlich, also Sie haben nicht die Möglichkeit, sich laut zu stellen, aber die Fragen würde ich dann in der letzten halben Stunde alle nochmal durchgehen und vorlesen, so dass wir da auch nochmal auf Ihre einzelnen Bedürfnisse eingehen können. Und im Nachgang zum Webinar würden wir Ihnen dann die Präsentationsfolien alle zur Verfügung stellen, sodass Sie dann auch alles da haben. Dann würde ich jetzt, wie gesagt, gerne mit der Kurzumfrage beginnen. Sandra, ich würde dich bitten, die erste Frage schon mal zu öffnen. Ja, in welchem Bereich sind Sie tätig? Fachplanung, ausführendes Unternehmen, Hersteller, Stadtwerke oder Energieversorger oder in einem weiteren Bereich? So, das sieht doch schon sehr gut aus von der Prozentzahl der Angekreuzten. Dann, Sandra, würde ich dich bitten, direkt die zweite Frage. In welcher Größenordnung liegt der Wärmebedarf Ihrer Projekte? Unter 100 Megawattstunden, zwischen 100 und 500 Megawattstunden, 500 bis 1000 Megawattstunden oder über 1000 Megawattstunden? Oder wenn eben aktuell noch kein konkretes Projekt vorliegt, natürlich auch das anzukreuzen. So, vielen Dank für die Teilnahme. Dann, Sandra, würde ich dich bitten, die letzte Frage noch einzublenden. Ja. Wann soll Ihr Projekt umgesetzt werden? 24, 25, 26 und natürlich, wenn Sie jetzt kein konkretes Projekt aktuell haben, dann später. Auch hier vielen Dank für die Teilnahme. Sandra, dann würde ich dich bitten, die Kurzumfrage zu schließen und mir die Präsentationsrechte rüberzuschieben. So, Christian, kannst du mir bitte kurz ein Feedback geben, ob man meinen Monitor sieht? Ich kann ihn gut sehen, ja. Ja, wunderbar. Dankeschön. Dann zur Firma Sunmax PVT. Wir sind Entwickler und Hersteller photovoltaisch-thermischer Module, kurz auch PVT-Modul genannt, unter anderem auch bekannt als Hybridmodul. Wir können also Strom und Wärme aus einer Quelle liefern
und sind da aktuell sehr aktiv in Projekten, wo dementsprechend natürlich ein Wärmebedarf benötigt wird oder vorhanden ist. Zunächst aber starten wir mal mit einem positiven Bild schlussendlich. Es wird ja häufig immer relativ negativ dargestellt mit erneuerbaren Energien, dass ja sozusagen unser Wärmebedarf, unser Strombedarf daraus ja in dem Sinne gar nicht gedeckt werden kann. Aber wenn wir uns mal die Faktenlage anschauen, dann sind hier die erneuerbaren Energien definitiv auf einem sehr positiven Vormarsch. Im Prinzip auch sind wir eigentlich schon über den Gipfel hinüber und müssen jetzt in dem Sinne nur noch mit den Technologien, die uns zur Verfügung stehen, die ja auch Stand der Technik sind, genau an diesem Wandel weiter gemeinsam zusammenarbeiten. Zur Firma Sunmax PVT. Wir sehen hier einmal auf der rechten Seite unsere Produktionsanlage im schönen Ottendorf-Okrilla, etwa 10 Kilometer vor den Stadttoren von Dresden. Wir sind 2021 gegründet, also tatsächlich noch ein relativ junges Unternehmen, sind aber im Feld der PVT der erste Hersteller, der es wirklich geschafft hat, in die Massenproduktion überzugehen. Und das eben, da wir spezielle Technologien aus dem Automotive-Bereich nutzen und dadurch aktuell daran arbeiten, das Thema der PVT aus dem Nischenbereich wirklich in die Großprojekte hineinzuholen, also auch für Gewerbe, Industrie und auch für kommunale Wärmeversorgungsprojekte. Denn für uns ist eben schlussendlich ganz klar, die fossilen Brennstoffe, denen gehört die Vergangenheit, also Gas und Öl schlussendlich, auch wenn es hier eine Weiterentwicklung im Gasbereich zum Blockheizkraftwerk gab, also zur Kraft-Wärme-Kopplung, ja, steht die Zukunft doch ganz eindeutig im Zeichen der erneuerbaren Energien. Und wir sehen unsere PVT hier schlussendlich als nächste Stufe zu einem reinen PV-Modul, und zwar indem wir hier den Wirkungsgrad der PV von 20% auf insgesamt 80% anheben können. Und wie können wir das schlussendlich schaffen, wenn wir es hier mal im direkten Vergleich mit einem normalen PV-Modul annehmen? Einfach hier mal mit Zahlenbeispielen in der Größenordnung 1 Megawatt Peak, also etwa 2500 Module. Selbstverständlich für die PV, das ist jetzt an sich kein Nachteil, aber der Wirkungsgrad ist hier bei etwa 20%. Das Modul produziert ja an sich nur Strom. Was passiert aber mit 80% der solaren Einstrahlung, die nicht in Strom umgewandelt wird? Diese wandelt sich eben in Wärme im Modul um. Wir können ja also im Sommer 70 bis 80 Grad im Modul im schlimmsten Fall erreichen. Und das ist definitiv ein Nachteil, denn mit jedem Grad Kelvin Temperaturanstieg verliere ich bis zu 0,4% meiner Effizienz. Demgegenüber gestellt unser PVT-Modul auf der rechten Seite. Im starken Unterschied zu einem reinen Solarthermie-Kollektor haben wir keine Abdeckung auf der Vorderseite und keine Wärmedämmung auf der Rückseite. Wir agieren also hier im Niedertemperaturbereich. Wir haben einen Aluminiumwärmetauscher auf der Rückseite. Der wird mit der sogenannten Sohle durchflossen, also einem Wasser-Glykol-Gemisch. Die Module sind also auch im Winter voll einsatzfähig. Und wir sehen hier mal so einen typischen Betriebspunkt unserer Module im Sommer. Wir gehen also mit etwa 23 Grad in das Modul rein, kommen mit 30 Grad etwa hinaus. Wir sind also an der Stelle nicht als Modul zu sehen für die Unterstützung der Warmwasserbereitung. Wir gehen also nicht direkt in den Pufferspeicher, sondern wir sind die Wärmequelle für die Sohle-Wärmepumpe. Sie können sich also gut vorstellen, ein PVT-Modul ist wie ein Erdkollektor, der auf dem Dach liegt und gleichzeitig Strom produziert. Die Niedertemperatur bringt verschiedene Vorteile mit sich. Zum einen dadurch, dass wir das Modul aktiv kühlen, haben wir einen erhöhten Stromertrag von 5 bis 10% im Vergleich zu einem normalen PV-Modul. Und wir können diese Niedertemperatur hervorragend speichern, bedeutet, wir können damit Erdsondenfelder, Erdkollektorfelder regenerieren, also überschüssige Wärme im Sommer dort einspeisen. Wir können Eisspeicher regenerieren und wir können die Niedertemperatur hervorragend über mehrere Kilometer transportieren, Stichwort kalte Nahwärmenetze. Was macht Sunmax PVT nun so besonders? Vielleicht haben Sie sich mit dem Thema PVT ja schon einmal auseinandergesetzt und haben bemerkt, es gibt schon einige Hersteller dafür auf dem Markt.
Wir sind hier der einzige Hersteller in diesem Bereich, der Technologien aus dem Automobilbereich verwendet. Sie sehen hier einmal auf der linken Seite ein aufgeschnittenes Elektroauto. Hier werden Aluminiumwärmetauscher verbaut, um die Akkus zu kühlen. Da ist eine extrem hohe Anforderung an das Thermomanagement. Diese Akkus müssen sehr gleichmäßig und sehr effizient gekühlt werden. Und wir haben hier mit unserem Partner Mahle, die diese Wärmetauscher für beispielsweise VW oder Porsche produzieren, eben für den solaren Bereich weiter optimiert und sind halt hier in der vorteilhaften Position, dass wir die Standardproduktion aus der PV-Schiene nutzen können mit der Standardproduktion aus dem Automobilbereich und damit eben ein voll massenproduktionstaugliches PVT-Modul herstellen können. Und damit sind wir relativ einzigartig auf der Welt und konnten damit die größte Produktionskapazität bisher in diesem Bereich der PVT aufbauen. Kurz zu ein paar Kenndaten zu unserem Modul, unsere Abmessungen, da orientieren wir uns eben schlussendlich an der PV. Wir sind also 2 Quadratmeter groß, wiegen dabei nur 29 Kilogramm, also gerade einmal 7 Kilo mehr als ein vergleichbares Glasfolien-PV-Laminat. Wir orientieren uns hier auch auf der PV-Seite schlussendlich am Standard. Wir nutzen hier aktuell noch 108er Halbzelle PERC, womit wir aktuell im Maximum 415 Watt erreichen, sind aktuell dabei, unsere Produktion auf Topcon-Module umzustellen, sodass wir hier dann auch eine PV-Leistung von 425 bis 430 Watt erreichen. Und wer von Ihnen vielleicht auf der Intersolar in diesem Jahr war, dort haben wir bereits unsere neueste Generation vorgestellt, wo wir mit Perovskit-Zellen arbeiten, sodass wir dann auch hier im nächsten Jahr bereits mit einer noch höheren Leistung aufwarten können. Wie gesagt, immer interessant bei uns, dadurch, dass wir dem Modul aktiv die Wärme entziehen, können wir 5 bis 10% höheren Stromertrag erreichen als ein vergleichbares PV-Modul. Und bei der thermischen Leistung geben wir der Transparenz halber 2 Werte an, einmal 1200 Watt. Diesen erreichen wir bei gleichzeitiger Strom- und Wärmeabnahme. Das ist also der reale Wert, wo wir einen Wirkungsgrad von 60% erreichen. Dies plus die elektrische Effizienz sind wir eben bei 80% Gesamteffizienz. Die 1522 Watt, diese erreichen wir bei ausgeschalteten PV-Zellen. Ist also jetzt kein Wert, den Sie in der Realität erreichen, aber dieser Wert ist geeignet, um uns mit Solarthermie-Kollektoren oder eben mit anderen PVT-Modulen zu vergleichen, so dass wir hier sehen, wir sind kein Kompromiss, sondern wir bringen wirklich das Beste aus beiden Welten, aus Strom und Wärme mit. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal schematisch für größere Projekte anschauen, Gewerbe oder Industrie, das können Sie aber absolut frei skalieren. Das gleiche Schema könnten Sie eigentlich auch bei einem Einfamilienhaus sozusagen anwenden. Strom und Wärme kommen hierbei vom Dach, wobei sie beim Strom absolut im Standardbereich sind. Wir gehen über Wechselrichter. Den Strom können Sie in Batteriespeichern, Zwischenspeichern im Gebäude verwenden oder ins Netz einspeisen, wie Sie das von einer PV-Anlage gewöhnt sind. Interessant ist eben natürlich, was passiert mit der Quellwärme, die wir liefern. Diese können wir also entweder direkt als Quellwärme an die Sohle-Wärmepumpe liefern. Die Sohle-Wärmepumpe erzeugt dann eben schlussendlich das Warmwasser, was Sie im Gebäude benötigen, sei es jetzt Trinkwasser oder für die Heizung. Denn genauso sind die PVT-Module auch im Winter als Wärmequelle einsatzfähig. Und hier noch mit eingezeichnet die Erdsonden bei großen Projekten. Und das ist dann eben auch das, was der Herr Herzog gleich nochmal detailliert angehen wird, sind bivalente oder multivalente Netze eben extrem interessant. Und da kommen wir dann in den Bereich des Quellenmanagements. Wir haben also hier Verzeihung, die Möglichkeit, das Erdsondenfeld im Sommer über die PVT zu regenerieren und damit das Gesamtsystem deutlich effizienter zu gestalten. Und vielleicht noch als kleiner Hinweis, im Großwärmepumpenbereich Hochtemperatur, da haben wir mittlerweile auch die Möglichkeit, über die Kombination mit Wärmepumpen
auf Temperaturen bis zu 200 Grad zu kommen. Mal als Hinweis, was passiert mit einem Erdsondenfeld, wenn wir dieses regenerieren. Hier mal als Beispiel auf der linken Seite ein Erdsondenfeld, das nicht regeneriert wird. Wir sehen also, wir entziehen dem Erdsondenfeld jährlich mehr Wärme, als das über die natürliche Regeneration nachfließen kann. Bedeutet also, selbst wenn Sie einen sehr guten Fachplaner haben, ausreichend Platz und hohe Investitionskosten nicht gescheut haben, dass nach 40 bis 50 Jahren das Erdsondenfeld erschöpft ist. Wenn wir das Ganze mit der Regeneration aus der PVT betreiben, dann sehen wir das auf der rechten Seite, können wir das Erdsondenfeld in dem Sinne unendlich bewirtschaften. Wir kommen hier schlussendlich niemals in den Minusgradbereich. Das Erdsondenfeld kann also nicht einfrieren, nicht erschöpfen und kann die Wärmepumpe mit höheren Temperaturen versorgen, sodass wir hier natürlich auch einen positiven Effekt bei der Jahresarbeitszahl haben. Wie werden unsere PVT-Module verbaut? Sie sehen hier mal im Bild eine Standard-Ost-West-Aufständerung für Flachdächer. Genauso kann die PVT auf Schrägdächern oder eben natürlich auch in der Freifläche verbaut werden. Schlussendlich ist hier jede PV-Unterkonstruktion, die für Module mit Rahmung geeignet sind, auch für uns einsatzfähig. Der einzige Unterschied ist, wir haben eben eine Verrohrung, die unterhalb der Module angebracht werden muss. Da haben wir immer einen Vor- und einen Rücklauf. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Das sehen Sie einmal unten links in der Darstellung. Entweder mit Kunststoffverrohrung, wo man dann unsere flexiblen Anschlussschläuche per Plug-and-Play-System einfach aufsteckt. Oder wir gehen über ein Edelstahlsystem, wie Sie das unten rechts sehen. Hier benötigt man dann noch einen Adapter, der in die flexiblen Anschlussschläuche eingesteckt wird und dann wird es ganz normal verpresst. Hier sehen wir einmal die Rückseite unseres Moduls, den Aluminiumwärmetauscher mit dem Kanalsystem, durch welches die Sohle eben dementsprechend durchfließt und gleichmäßig die Wärme mitnimmt. Im linken Bild sehen Sie die Anschlussstutzen. Die sind bei uns diagonal zueinander angeordnet. Wir können also hier unsere Module horizontal oder vertikal verbauen. Ist natürlich für unterschiedliche Projekte sehr geeignet. Und im mittleren Bild sehen Sie unsere flexiblen Anschlussschläuche. Wie gesagt, nur per Plug-and-Play schlussendlich anzuschließen, also vom Montageaufwand auch sehr, sehr einfach gehalten und sehr dauerhaft, dass die Module wirklich über 30 Jahre dicht im Einsatz sein können. Wir sehen das hier einmal auf dem Flachdach vorbereitet, typische Ost-West-Aufständerung. Kunststoffverrohrung liegt bereits bereit mit den flexiblen Anschlussschläuchen. Kunststoffverrohrung wird ganz normal über das Muffenschweißen auf dem Dach verlegt und dann wie bei der PV 2 Personen, einer hält das Modul, die andere Person macht die elektrischen und die hydraulischen Anschlüsse und rechts sehen wir mal, wie es dann fertig montiert aussieht. Der Anschlussschlauch verbindet schlussendlich das Modul mit der Sammelrohrleitung. Auf dem Schrägdach schlussendlich in dem Sinne genau gleich. Besonders interessant hier, hier war vorher eine PV-Anlage installiert. Die Unterkonstruktion konnte so auf dem Dach liegen bleiben. Es wurde nachträglich eben eine Edelstahlverrohrung auf dem Dach als Sammelrohrleitung gelegt und dann bei der Installation eben schlussendlich genau wie auf dem Schrägdach 2 Personen. Wir machen die elektrischen und die hydraulischen Anschlüsse per Plug-and-Play und eben dementsprechend im Edelstahlbereich sind wir dann eben natürlich beim Pressen. Das die Bereiche, in denen wir mit unseren Modulen aktiv sind. Industrie und Gewerbe natürlich, hier eben auch Bereiche, wo Prozesswärme benötigt wird, Nahwärmenetze, wo wir dann dementsprechend mit Stadtwerken, mit Energieversorgern eng zusammenarbeiten, wo es dann auch um PVT-Freiflächen geht, in Kombination mit Erdsonden beispielsweise und mit kalten Nahwärmenetzen. Wir haben aber auch Projekte, wo wir in Fernwärmenetze, also im Hochtemperaturbereich gehen. Und der letzte Bereich Wohngebäude, also Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, wo wir dementsprechend unsere Fachpartner haben, die genau solche Projekte anbieten und auch umsetzen.
Zu guter Letzt möchte ich noch ein paar kleine Beispiele zeigen. Dies wäre hier ein Industrieprojekt bei der Firma Mahle. Hier haben wir 1,9 Gigawattstunden Wärmebedarf mit 1400 unserer Module. Kann hier der gesamte Wärmebedarf gedeckt werden. Wir kombinieren das hier mit einem Erdsondenfeld, das als thermischer Speicher dienen kann. Besonders interessant: Hätte man hier nur mit Erdsonden gearbeitet, hätte man 80.000 Bohrmeter benötigt, wäre bei Investitionskosten über 10 Millionen Euro gewesen. Mit der PVT haben wir 75% der Erdsondenmeter einsparen können und sind aktuell bei Investitionskosten von 2,6 Millionen Euro. So sind wir bei einer Amortisationszeit von 7 bis 9 Jahren und Wärmegestehungskosten von 6 bis 8 Cent für den Endkunden. Ein weiteres Projekt, eine Sportarena in Wien. Hier kommen 1100 unserer Module zum Einsatz, ebenfalls in Kombination mit einem Erdsondenfeld. Die Module werden von unserer Seite aus in diesem Monat noch ausgeliefert, sodass dann die Umsetzung der PVT-Anlage auf dem Dach diesen Herbst geschehen wird. Hier sind wir bei einer Amortisationszeit von 5 bis 8 Jahren und ebenfalls Wärmegestehungskosten hier für die Halle von 6 bis 8 Cent die Kilowattstunde. Ein kommunales Wärmeversorgungsprojekt in Leinfelden-Echterdingen in der Nähe von Stuttgart. Hier gibt es ebenfalls ein multivalentes System. In mehreren Bauabschnitten wird hier unsere PVT in Aufdachanlagen eingesetzt. In der ersten Bauabschnittsphase werden noch 156 Module diesen Monat noch montiert. Dann in 2 weiteren Bauabschnitten werden weitere Dächer dazukommen, sodass wir hier über die PVT auch die Erdsonden regenerieren werden, die dann dementsprechend das kalte Nahwärmenetz mit Wärme versorgen. Und hier ein Projekt, in dem wir sehr eng mit Parabel zusammenarbeiten. Das ist ein Mehrfamilienhaus in Berlin. Die Module, die Sie hier auf den Dächern sehen, das sind insgesamt 66 von unseren PVT-Modulen. Im Innenhof werden noch Erdsonden gebohrt und Parabel ist in diesem Projekt eben dafür zuständig, genau diese Quellen intelligent zu steuern, sodass die Wärmepumpe hier immer optimal versorgt wird und das Erdsondenfeld eben dementsprechend regeneriert werden kann. Ein schönes Beispiel, was ich immer gern zeige, leider nicht mit uns umgesetzt, da es uns 2014 immer noch nicht gab. Aber alles, was Sie hier auf den Dächern sehen, ist PVT, ist ein fantastisches Leuchtturmprojekt aus der Schweiz. Wir sehen also hier PVT auf den Dächern. Es gibt ein Erdsondenfeld, das darüber regeneriert wird. Die Gebäude sind über ein Nahwärmenetz miteinander verbunden und in jedem Gebäude befindet sich eine Sohle-Wärmepumpe, läuft seit 2014, kein Gas, kein Öl, kein Fernwärmenetzanschluss, sodass man hier sehr schön sehen kann, was wirklich in Zukunft problemlos mit PVT möglich ist. Und warum sind wir genau für solche Projekte der richtige Ansprechpartner, eben aufgrund unserer Produktionskapazität. Wir haben hier aktuell 60 Megawatt elektrisch, was bei uns in der Produktion möglich ist. Das entspricht 150.000 Modulen. Aktuell weisen wir damit die größte Produktionskapazität für diese Art von Modulen auf. Und wir haben bei uns am Standort noch die Möglichkeit, die Produktionskapazität zu verfünffachen. Damit wäre ich am Ende meines Teiles. Dann würde ich, Sandra, dich bitten, die Übertragungsrechte an Christian weiterzugeben. So, vielen Dank, Sandra. Schauen, ob das funktioniert. So, ich sehe jetzt deine Folien in der normalen Ansicht. Mhm. Und jetzt im Vollbildmodus. Wunderbar, Christian. Dann, the stage is yours. Perfekt. Ja, auch in meinem Namen nochmal herzlich willkommen zum Webinar. Mein Name ist Christian Herzog. Ich bin der Vertriebsleiter bei Parabel Energiesysteme. Wir sitzen in Potsdam und ja, anschließend an Mirkus Vortrag zur PVT, was ja, einige als die nächste Generation der Energieversorgung für Gebäude sehen, stellt sich bei dem Einbinden von PVT-Kollektoren
Sohle-Wärmepumpen, Sonnenfelder, natürlich die Frage, wie wird das alles miteinander verbunden? Die PVT-Kollektoren müssen, wie gesagt, mit einer Wärmepumpe verbunden werden. Wie wird zum Beispiel das Sonnenfeld regeneriert? Gibt es weitere Erzeuger? Und da hat Parabel auf der Quellenseite das perfekte Produkt, weil wir eine Systemlösung die letzten 25 Jahre entwickelt und ja, mittlerweile mehr als tausendfach eingebaut haben, die verschiedene Wärmeerzeuger kombiniert, auch bestehende Wärmeerzeuger wie zum Beispiel Fernwärmeanschlüsse oder Gaskessel in Heizungsanlagen einbindet, die natürlich nach dem Prinzip laufen, dass regenerative Energien bevorzugt werden vor der Verwendung von konventionellen Erzeugern. In der Folie hier sieht man, wie eben auf der kalten Seite das Quellenmanagement durch unseren Quellenmanager, der hier praktisch mittig dargestellt ist, verschiedene Erzeuger sozusagen verbinden kann und auf der rechten Seite dann übergibt an Verbraucher. Bei PVT ist das im Allgemeinen eine Sohle-Wärmepumpe, die eben dann die Quelle der PVT-Kollektoren oder der Geothermiebohrung nutzt, um dann auf der rechten Seite, die dann praktisch auf der Heizkreisseite Verbraucher wie die Trinkwassererwärmung, die Heizungsanlage, diese Energie, diese Wärme, die von der Sohle-Wärmepumpe kommt, weiterverwendet und praktisch in einer komplett vormontierten Hydraulikstation. Das alles mit übergeordneter Leittechnik, das ist eine MSR-Technik von uns im Einsatz, sozusagen alles vorgefertigt auf die Baustelle kommt, dass diese Hydraulikstation, die Parabel in den letzten 25 Jahren entwickelt hat, eigentlich ja, nur für 2, 3 Tage die Wärmeversorgung unterbricht, wenn es ein Sanierungsobjekt ist. Ansonsten ist eben der große Vorteil, dass sozusagen multivalente Heizungsanlagen tatsächlich verschiedene Erzeuger zusammenbringen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine PVT-Quelle haben, ist es oft bei größeren Anlagen natürlich ein Thema, dass es noch einen sekundären Wärmeerzeuger gibt, wie zum Beispiel Luftwärmepumpen, die noch eingebunden werden können. Aber darauf komme ich später zu sprechen, wenn ich 2, 3 Beispiele zeige. Dieses Wärmemanagementsystem, was Parabel entwickelt hat, ist, wie gesagt, vorgefertigt, wird beim Zulieferer Jados im Werk in Hoyerswerda erstellt und ist immer auf die jeweilige Aufgabe zugeschnitten. Das heißt, wenn es jetzt eine Aufgabenstellung gibt, wo wir meinetwegen 200 Wohneinheiten, ein Quartier mit Energie, mit Wärme für Trinkwasser und Heizung versorgen sollen, dann wird natürlich dementsprechend wird die Anlage dimensioniert und je nachdem, was eben für Wärmequellen eingespeist werden, wird die Anlage ja, steckerfertig vormontiert. Das bedeutet, dass der Installateur dann auf der Baustelle tatsächlich in der Heizzentrale 5 Module im Allgemeinen angeliefert bekommt, die nur noch ja, per Vorlauf, Rücklauf mit der Heizungsanlage verbunden werden müssen. Sämtliche Pumpen, Ventile, Regler sind tatsächlich werkseitig schon auf der Hydraulikstation angeordnet. Das sieht man auf der nächsten Folie. Das ist jetzt mal die große Anlage, die tatsächlich in 5 Modulen, das ist praktisch auf der linken Seite ein Solarmodul, wo dann zum Beispiel Solarthermie eingespeist wird. Dann haben wir ein Heizkreismodul, ein Trinkwassermodul und rechts den Schaltschrank für die MSR-Technik, die ja, das Ganze natürlich optimieren soll, wo wir im Allgemeinen zwischen 30 und 50% Energieeffizienzsteigerung realisieren. Das heißt, auch
natürlich dann erst, wenn die Anlage in Betrieb genommen wurde, aufgrund der Technik, aufgrund der MSR, können dann im Nachgang natürlich entsprechende Kennlinien angepasst werden und das Energiemanagement optimiert werden. Hier nochmal eine Folie zu dem modularen Aufbau. Im Allgemeinen decken wir einen Leistungsbereich zwischen 50 und 1200 kW ab. Die kleineren Anlagen bis etwa 30 Wohneinheiten ist das System MIDI, was wir modular vorfertigen. Das heißt, diese kleinere Anlage bis 30 Wohneinheiten, nur um mal eine Zahl in den Raum zu stellen, beginnt bei etwa 20.000 Euro. Und wenn es dann größere Anlagen sind, zwischen 30 und 220 Wohneinheiten, dann ist es das ist die kleinere, die MIDI. Die größere Einheit hatte ich schon gezeigt, die ist die Parabel Max, wo dann natürlich je nachdem, wie viele Erzeuger eingebunden werden müssen, die Preise variieren. Ja, das kann auch im Bereich von 150.000 Euro liegen, aber im Allgemeinen liegen wir so im mittleren fünfstelligen Bereich für die große Anlage. Das bewegt sich dann so zwischen 50 und 150.000 Euro. Zur MSR-Technik, das ist eigentlich, wo dann unser Know-how vor allem drin steckt, dass eben durch die intelligente Regelung der Wärmeerzeuger, die Steuerung der Energieverbraucher, dann eben tatsächlich die Betriebsführung optimiert wird und am Ende des Tages Kosten gesenkt werden, also die Betriebskosten, CO2 Ersparnis realisiert wird und alle Daten werden kontinuierlich erfasst und eine Fernwartung, wenn die Anlage Probleme machen sollte, erfolgt natürlich über den Browser, das nicht unbedingt wegen jeder kleinen Problematik nur jemand vor Ort sein muss. Und auch ein Störmeldemanagement erfolgt natürlich, was dann oft ja eigentlich mit der Leittechnik von der Ferne aus korrigiert werden kann. Als Hersteller für die MSR-Technik nutzen wir Kibak und Peter, haben damit sehr gute Erfahrungen und ja, wie gesagt, es sind über 1000 Anlagen mittlerweile realisiert, sodass wir da auch wissen, dass das sehr robust und zuverlässig funktioniert. Mittlerweile gibt es Hersteller, große Namen, die unser Produkt ja mit ihrem Label versehen, weiterverkaufen, in ihrem Katalog aufgenommen haben. Das hat sich tatsächlich bewährt. Zu dem Projekt, was Mirko angesprochen hatte, jetzt um nochmal zurückzukommen auf die PVT, dieses Bauvorhaben in Berlin-Schöneberg. Insgesamt geht es da um knapp 4.500 Quadratmeter Nutzfläche, die beheizt werden. Heizlast 245 kW, wie Mirko sagte, 130 Quadratmeter PVT-Module aus seinem Hause. Da gibt es 2 Sohle-Wärmepumpen, die, vielleicht kann ich hier meinen Laser einblenden, dass ich das mal zeigen kann. So, geschafft. 2 Sohle-Wärmepumpen, die hier sitzen, die haben jeweils 90 Kilowatt und werden versorgt von dem PVT, von der hybriden Solaranlage, die eben hier auf dem Dach sitzt, in dem Anlagenschema. Dazu gibt es eine Geothermiebohrung, die ja optimalerweise schon kombiniert wird mit der PVT, um eben tatsächlich das Ganze effizienter zu gestalten. Ne? Dann diese ganzen Details, die es hier gibt, Wärmetauscher, Ventile, das ist eben alles, was in unserem Wärmemanagementsystem auf den Modulen verbaut ist, läuft auf dem Pufferspeicher, der eben dann die Sohle-Wärmepumpen versorgt und dann wird das Ganze aufgeteilt in die Heizkreisseite für die Heizung beziehungsweise das Trinkwassermodul, natürlich immer für dazwischen geschaltet die Spitzen- bzw. Pufferlastspeicher, die eben immer Teil der Anlage sind und auch in den vorgenannten Preisen schon integriert sind.
In dem Falle hier ist der Eigentümer jemand, der ja, also der komplette Autarkie anstrebt. Das heißt, es werden noch verschiedene andere Wärmeerzeuger integriert, weil er eben ja, sich komplett unabhängig machen möchte von externer Wärmeversorgung. Das ja, würde jetzt einen Rahmen hier sprengen, aber es gibt sogar noch einen alten Gaskessel, der dort mit eingebunden wird, der übergangsweise funktionieren soll, in Ergänzung zu Luftwärmepumpen, die dann am Ende die sekundäre Wärmequelle darstellen. Aber ja, das wäre jetzt ein bisschen zu komplex in dem Falle hier. Es funktioniert auch nur, wie gesagt, mit der PVT, aber ist natürlich besser mit den 10 äh, Geothermiebohrungen, die eben dann tatsächlich auch über den Sommer hinweg regeneriert werden und dann in der kalten Jahreszeit das Ganze viel effizienter gestalten, als wenn es jetzt nur PVT wäre. Hier ist ein großes Projekt in Quedlinburg, wo wir PVT wieder als Quelle haben für 2 Solewärmepumpen, die jeweils 36 kW haben. Es sind 120 PVT-Kollektoren in einer Freiflächenanlage. Hier sieht man es im Lageplan angeordnet. Hier geht es darum, dass das Schwimmbad, das Freibad auf 26 Grad innerhalb eines Tages sozusagen beheizt werden kann. Deswegen ist das Ganze ja, zu gewissem Grad auch überdimensioniert. Wir haben hier mal den Ausnahmefall, dass die PVT, die Wärme der PVT-Module auch direkt verbannt werden kann, ohne dass sie über die Sohle-Wärmepumpen laufen müssen, weil wir eben für das Schwimmbadwasser nur 26 Grad brauchen. Das heißt, es gibt hier ein Modul für solares Heizen, wenn eben der Weg über die Sohle-Wärmepumpen nicht gegangen werden muss, dann kann auch direkt, wenn eben genug Wärme natürlich über die Sommermonate erzielt wird, kann auch direkt das Schwimmbadwasser über diesen Wärmetauscher dann beheizt werden. Für den Winter bzw. die Übergangszeit und auch als Backup-Betrieb ist hier als sekundäre Wärmeerzeuger eine Kaskade von 7 Luftwärmepumpen geschaltet, die in dem Fall von Bosch kommen. War ein bisschen herausfordernd für das Projekt, das alles mit einer Kaskadenregelung, die auch die Bosch-Maschinen akzeptieren, zu kombinieren. Wie auch immer, das ist sozusagen die Sekundärversorgung, die eben dann über Luftwärmepumpen ja eigentlich nur im Winter benötigt wird. Da hat jede 22 kW und in Summe kommen wir dann auf gut 150 Kilowatt als Winter- bzw. Backup-Betrieb. Und als drittes Beispiel nochmal für den Einsatz von PVT haben wir die GEWO Zukunftshaus. Das wurde schon 2017 fertiggestellt, ist begleitet worden von Professor Sick von der HTW, der das eben wissenschaftlich ausgewertet hat. Ja, lustigerweise 7 Jahre später, vor ein paar Monaten, wurde das für den Real Green Award nominiert, kam auch unter die Finalisten in der Kategorie Jury Award, hat am Ende nicht gewonnen. Wie auch immer, ist ein sehr interessantes Projekt, weil es eben zeigt, dass eine Bestandssanierung mit 64 Wohneinheiten schon jetzt auch Berlins Klimaziel, CO2-neutral zu werden, erreicht, was eben eigentlich erst für 2045 gefordert ist. Hier gibt es insgesamt 200 Quadratmeter PVT-Module. Statt der Geothermie haben wir hier, also statt den Erdsonnen, ist hier ein Erdtank verbaut worden, also ein riesengroßer Speicher, der unterirdisch nochmal die Sohle-Wärmepumpen versorgt. Insgesamt gibt es hier einmal eine Pumpe für 27 Kilowatt fürs Warmwasser und dann nochmal eine 43 kW Pumpe für die Heizung, die auch den Kühlbetrieb mit der Sohle aus dem Erdtank im Sommer ermöglicht. Dazu gibt es eine zentrale kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Also ja, wurden eben viele Techniken kombiniert, wo eben tatsächlich dann parabel wieder hier mit der Solarstation, mit der Hydraulikstation, mit unserem Energiemanagementsystem der geeignete Partner war, das alles zusammenzufassen und
effizient zu betreiben. Wie man so ein bisschen rausgehört hat, ist Parabel eigentlich ein Hersteller standardisierter multivalenter Heizungsanlagen mit dem Fokus der optimierten Einspeisung regenerativer Energien und hat das Ziel, dass wir das alles modular aufziehen. Das heißt, dass eben tatsächlich Dinge vorgefertigt werden und haben eigentlich schon 2000 die modularen Baugruppen als Standard definiert. Das haben wir schließlich im vergangenen Jahr nochmal weitergetrieben, indem wir ein neues Produkt vorgestellt haben, was sozusagen eine modulare Heizzentrale ist, die im Außenraum aufgestellt wird, wenn es keine geeigneten Heizräume gibt, keine Kellerräume zum Beispiel. Dann gibt es diese externe Heizzentrale als Massivholzcontainer. Das nennt sich Parabel Box, dieses Produkt. Das ist, wie gesagt, das neueste in unserem Produktportfolio, die zum Beispiel interessant ist. Wir haben zum Beispiel eine Anfrage von jemandem, der hat 21 Plattenbauten, aber eben nicht in jedem Gebäuderaum für einen Heizungskeller, hat dort keine Räumlichkeiten, um sozusagen jetzt in der Weiterentwicklung um sozusagen 65% regenerative Energien einzuspeisen, um das GEG zu erfüllen, eben tatsächlich die Räumlichkeit extern braucht. Und für sowas zum Beispiel ist unsere externe vorgefertigte Heizzentrale, die Parabel Box, die Weiterentwicklung dieses sozusagen modularen Gedankens unseres Energiemanagementsystems, dass wir sozusagen die raumbildenden Elemente, Wände, Decken, Boden gleich praktisch mitliefern und sozusagen auch dabei eine Aufstellfläche im Freien für bis zu 8 Wärmepumpen auf dem Dach anbieten. Jetzt mag der eine oder andere sich fragen, ja gut, was ist daran innovativ? Ne? Wir können auch einen Stahlcontainer nehmen, die es zum Beispiel bei unserem Partner Jados für BHKWs auch gibt. Kann man sicherlich auch in einem Stahlcontainer unterbringen. Das Problem ist oft, dass damit die Akzeptanz gegen Null geht, wenn es Bestandsquartiere sind. Wir haben eben oft das Thema, dass natürlich Architekten oder auch Anwohner, Mieter natürlich ein Problem damit haben, wenn auf einmal sich das ganze System so weiterentwickelt, dass die Heizungsanlage einen Stahlcontainer im Innenhof braucht. Da sind eben die Fassaden dann nicht anpassbar, beziehungsweise nicht ästhetisch akzeptabel. Und das haben wir mit der Parabelbox umgesetzt, was auch tatsächlich anscheinend eine Systemlösung ist, die der Markt händeringend gesucht hat, weil wir seit der Vorstellung mit der Anzahl der Anfragen merken, dass eben das einfach eine Systemlösung ist, die eben tatsächlich gesucht wurde. Ich spiele hier mal kurz ein Video ab, auf dass das nicht zu laut bei ihm rüberkommt. Das Ganze ist nur 3 Meter hoch, 3 Meter breit, 10 Meter lang. Und perfekt für Sanierung geeignet. Wo die Heizungsanlage aufgrund des Erfordernisses der Einbindung regenerativer Energien ausgebaut und erweitert wird. Hier sieht man nochmal die erste realisierte Parabelbox. In dem Falle haben wir 6 Luftwärmepumpen auf dem Dach. Das ist eine monoenergetische Parabelbox, die tatsächlich nur Luftwärmepumpen als Wärmeerzeuger hat. Gut, stimmt nicht ganz. Es gibt noch als Backup einen elektrischen Nachheizer für den Fall, dass eben tatsächlich es so kalt ist, dass die Wärmepumpen
nicht als einzige, dass sozusagen noch ein Backup besteht, indem man Elektroheizstäbe in den Pufferspeichern hat, beziehungsweise einen elektrischen Nachheizer für den Fall der Fälle. Diese Anlage hier ist nennen wir Parabelbox 100, weil sie in der Standardausführung eigentlich 8 Wärmepumpen hätte mit 100 kW Heizlast und hat dann, wie gesagt, die elektrischen Heizpatronen noch als Backup. Dazu gibt es eine 180 kW Frischwasserstation. Das alles kann natürlich erweitert werden um andere Wärmeerzeuger, was dann zum Beispiel PVT-Module sein könnten. Interessant, der Preis ab 199.000 Listenpreis, je nachdem, wie viele natürlich benötigt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe, der 21 Plattenbauten hat, dann passt immer, also deckt eine Box 2 Gebäude ab. Das heißt, wenn ich natürlich 10, 11 von diesen externen Energiezentralen, Heizzentralen verkaufe, dann wird der Preis sich natürlich entsprechend reduzieren und anpassen. Was nochmal interessant wäre, ist eigentlich das Beispiel, was wir hier sehen, ist ein Bauvorhaben im Norden von Berlin in Reinickendorf, wo wir 60 Bestandswohnungen haben und 16 Wohneinheiten in einem Neubau, der nachträglich als nachträgliche Verdichtung im Innenhof aufgestellt wurde. Das heißt, insgesamt sind es 76 Wohneinheiten, die über die Parabelbox versorgt werden. Hier sieht man, wie das angeliefert wird. Es ist ein Massivholzcontainer, der 11 Tonnen wiegt. Während das kommt sozusagen fertig auf die Baustelle. Solange die Zufahrt breit genug ist, wird das einfach mit einem Tieflader angeliefert, kommt aus Hoyerswerda vom Werk und landet dann auf 4 Streifenfundamenten, die schon bauseits herzustellen sind. Die Wärmepumpen kommen separat auf einem sogenannten Mypro-Gestell, was schwingungsfrei aufs Dach kommt. Genau, hier sieht man mal die 4 Streifenfundamente. Ich versuche nochmal diesen Laser hier zu aktivieren. Diesen Laserpointer. Genau, hier sieht man es 1, 2, 3, 4 Streifen, die eben einfach jeweils dann 45 Zentimeter breit sind und in Querrichtung unter dem 11 Tonnen schweren Massivholzcontainer liegen. Der Container selbst hat Massivholzwände, Decken, Boden, die jeweils von der Tragschale her zwischen 10 und 12 Zentimeter stark sind in Bezug auf das Massivholz. Davor gibt es nochmal eine Vorsaatschale, die eben 7 Zentimeter stark ist. Aber von der Tragfähigkeit würde das eben mit einer Skelettkonstruktion auch dann das Anliefern wesentlich komplexer sein und nicht wirklich günstiger. Und deshalb haben wir uns auch aufgrund Brandschutzerfordernisse auf den Massivholzcontainer eingeschossen, wo eben wir sagen, es gibt dann noch standardmäßig eine bivalente Lösung. Das wäre jetzt hier die Parabelbox 140, die noch einen zweiten Erzeuger drin hat, sieht man hier unten rechts in dem Schaubild. In dem Falle steigt der Listenpreis dann auf 259.000. Das ist dann immer All-in natürlich. Das heißt, die Box mit der Sohle-Wärmepumpe in dem Falle und dem Gaskessel, der das Backup darstellt. Hier, wer aufmerksam schaut, wundert sich vielleicht, dass es nur einen Pufferspeicher gibt für das Projekt, währenddessen es vorher 2 gab. Vorher, das hatte ich gesagt, sind Bestandswohnungen, 60 Bestandswohnungen und 16 Neubauwohnungen. Das heißt, es gibt verschiedene Temperaturniveaus. Neubau mit Fußbodenheizung, das heißt, es gab dort einen Niedertemperaturpufferspeicher, zusätzlichen Hochtemperaturpufferspeicher für die Bestandswohneinheiten, die eben tatsächlich klassische Heizkörper in den Wohneinheiten haben, wofür eben tatsächlich höhere Vorlauftemperaturen gefahren werden müssen. Deswegen gab es da 2 Pufferspeicher. Hier gibt es jetzt bloß einen. Unsere Hydraulikstation sitzt dann hier. Und wie gesagt, das sind jetzt 2 Standardausführungen, aber jede Aufgabenstellung ist eigentlich individuell, dass sich kein
keine Parabelbox mit der anderen gleicht, weil eben, ja, der eine, der hat die Heizlast, der andere jene, der eine möchte noch Geothermie mit einbinden, oder es gibt ein Nahwärmenetz, wo eben sozusagen nur eine Parabelbox sitzt als Heizzentrale. Dann gibt es aber ein Netz, was vielleicht 100 Wohneinheiten versorgt. Dann gibt es jeweils pro Gebäude nochmal Übergabestation, Unterstation. Das heißt, wird immer individuell maßgeschneidert für jede Aufgabenstellung das Produkt entwickelt, dann im Werk hergestellt. Das dauert mittlerweile 24 Wochen. Das heißt, wer sich an uns wendet und wir das entsprechend abstimmen, auslegen, wird natürlich immer von einem Planer begleitet und dann dafür entscheidet, den Auftrag auszulösen, hat eben erst in knapp einem halben Jahr die Anlieferung auf die Baustelle. Das ist jetzt noch mal ein anderes Bauvorhaben, wo tatsächlich 2 Boxen am Ende bestellt wurden. Es ist die eine, die bivalente hier, und eine kleinere, die der Bauherr sich gewünscht hat für seine Photovoltaikanlage. Das heißt, da kommt dann der Batteriespeicher rein. Und die Technik für seine PV ist praktisch nochmal eine Elektrobox als Haus, also als praktisch Elektroanschlussraum bestellt worden. Hier sieht man wieder die 4 Streifenfundamente. In dem Fall, der eine oder andere mag sich fragen, das sieht ein bisschen nach DIY mit dieser Dachabdichtung aus. Da gibt es noch eine Attika-Abdeckung aus Metall, die mitgeliefert wird, die einfach dann nach Anlieferung bauseits befestigt werden muss. Das heißt, es kommt alles Millimeter genau vorgefertigt, aber das funktioniert auf dem Tieflader natürlich nicht, wenn jetzt hier zum Beispiel die Attika-Abdeckung drauf gewesen wäre oder auch in dem anderen Beispiel vorher die Luftwärmepumpen. Ja, flexible Außenansichten ist vielleicht nochmal ein wichtiges Kriterium für den einen oder anderen, ne, der sagt, okay, ich habe hier ein Bestandsquartier, wir möchten nach GEG die Heizungsanlage, Trinkwasserversorgung mit regenerativen Energien weiterentwickeln und müssen natürlich auf den Bestand Bezug nehmen, was eben dann durch eine angepasste Gestaltung der Box möglich ist. Ja, das ist eigentlich die letzte oder wichtigste Folie dazu, die es nochmal zusammenfasst. Ich hatte ja den Vortrag begonnen mit unserem Energiemanagementsystem, was eben jetzt sozusagen auch noch einen Raum, eine Heizzentrale darum haben kann, wer das braucht, die eben dann vorgefertigt auf die Baustelle kommt, wenn es entsprechende Räumlichkeiten nicht gibt oder die Lage der Räumlichkeiten nicht passt. Dann kann eben die Parabelbox eine Systemlösung darstellen, die auch nochmal die Vorteile unseres Energiemanagementsystems in sich aufnimmt. Dachaufstellfläche hatte ich erwähnt für die Wärmepumpen, ist oft ein Thema, dass dass Auftraggeber sich fragen, gut, wir haben jetzt 100 kW Heizlast über Luftwärmepumpen, alles gut und schön, aber wenn wir die einfach so im Innenhof aufstellen, dann muss das ja irgendwie eingehaust oder geschützt werden, sonst spielen die Kids und stecken da ihre Äste rein in die Ventilatoren. Das ist sozusagen auch nochmal eine Problemlösung dafür, dass man zumindest bis 8 Wärmepumpen dort auf dem Dach anordnen kann. Ja, eigentlich bin ich damit durch. Hat schon erwähnt, dass Parabel 1000 Anlagen in Deutschland und Europa realisiert hat. Es gibt uns seit einer ganzen Weile, eigentlich mit dem Energiemanagementsystem seit 25 Jahren, wie ich erwähnt hatte. Und es ist einfach eine Systemlösung, wenn man praktisch multivalente Anlagen hat, wo mehrere Wärmeerzeuger zusammengefasst werden müssen, kommt man nicht so richtig um Parabel drumherum, zumindest wenn es größere Anlagen sind. Richtig Sinn macht es eigentlich erst ab 6 Wohneinheiten, ne? Also aufgrund des Preises, weil das eben, wie gesagt, schnell im mittleren fünfstelligen Bereich
kostet, wenn man unser Energiemanagementsystem nimmt, macht es einfach meist keinen Sinn, unter 6 Wohnungen erst ab 10 Wohneinheiten, dass eben Mehrfamilienhäuser auch groß genug sein müssen, um sozusagen die Kosten dann irgendwo aufzuteilen. Ja, dann würde ich mal, das bin ich nochmal, wir schicken hinterher sowieso eine PDF rum mit den Kontaktdaten, mit der gesamten Präsentation, dass nochmal jeder sich das anschauen kann und eben dann auch gern sich an uns wendet im Falle von irgendwelchen konkreten oder auch nicht konkreten Anfragen. Freuen wir uns über jegliche Kontaktaufnahme und arbeiten auch also wir sind nicht herstellergebunden bei den Komponenten. Ne? Ob das jetzt, was ich, Wärmepumpen von Stiebel Eltron, Schrägstrich Decalor sind oder von Bosch Buderus, Fissmann, Weiland, das ist nicht relevant für uns. Wir brauchen nur die Eckdaten des Projektes, müssen halt wissen, was für Erzeuger werden dort eingebunden und nehmen eben diese Kennwerte für die Auslegung unseres Energiemanagementsystems und passen dann natürlich die ganze MSR-Technik dem an und legen die Anlage dann entsprechend der Aufgabenstellung aus. Ja, dann würde ich mal zurückgehen. Ja, vielen Dank, Christian, für deinen Vortrag. Ich denke doch, das war für viele sehr spannend und ich denke mal auch viele neue Bereiche dabei. Ich denke mal, die Message ist klar, Gewerbe, Industrieprojekte, kommunale Wärmeversorgung, Freibäder, kommen Sie auf uns, auf Parabel, auf Sunmax gerne zu mit Ihren Projekten. Wir kriegen da definitiv eine wunderbare wirtschaftliche und grüne Lösung für Sie hin. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt in den Fragenbereich. Da sind auch schon einige mit eingetrudelt. Sie haben jetzt natürlich weiterhin auch die Möglichkeit, wir haben noch eine halbe Stunde, die wir uns für das Webinar vorgenommen haben, für den Fragen- und Antwortteil. Sie können also weiterhin über das Dashboard von GoToWebinar, können Sie also weiterhin in diesem Bereich Fragen, Ihre Fragen einstellen. Dann gehen wir doch mal direkt rein. Teilen Sie die Umfrageergebnisse? Ich glaube, prinzipiell machen wir das, glaube ich, nicht. Aber Sandra, wenn wir die Umfrageergebnisse so datenschutzsicher rausziehen können, also dass da nicht irgendwie rauskommt, wer für was gestimmt hat und keine Namen und Daten dabei sind, dann kannst du die eigentlich auch mit rausschicken. So, dann hätten wir Solarthermie ist nicht mit erfasst im anteiligen Energiebedarf, Slide 2. Das müsste meine Folie sein. Ja, das ist vom International Energy Agency. Das betrifft nur den Stromertrag sozusagen. Da ist die thermische Seite gar nicht mit erfasst in dieser Übersicht. Dann haben Sie bereits Erfahrungen mit Mikromodul-Wechselrichtern? Ja, haben wir. Und zwar hatte ich auch dieses eine Beispielprojekt auf dem Einfamilienhaus gezeigt. Das war auch mit Mikrowechselrichtern verbaut. Wobei kleiner Hinweis von mir, das sollte man jetzt nicht inflationär betreiben und auf jedem Dach einsetzen, Mikrowechselrichter, sondern wirklich da, wo es Sinn ergibt, wo ich halt wirklich sehr unterschiedliche Felder habe und unterschiedliche Verschattungsverhältnisse. Christian, hast du noch einen Punkt zu Mikrowechselrichtern im Zusammenhang mit eurem System? Nee, ich würde da nichts weiter zu beitragen. Also wir können das natürlich alles einbinden, ne? Aber würde ich jetzt nicht ein Beispiel auch für bringen können. Ja. Gut, dann hätten wir einfach nur jemanden, der sich verabschiedet hat und gesagt hat, dass es sehr interessant war. Das ist natürlich auch immer nett zu lesen. Welche Wärmepumpe setzen Sie ein? Hersteller. Ja, Christian, du hast ja gerade noch mal gesagt, dass ihr da herstelleroffen seid. Genauso handhaben wir das bei uns eben auch. Ich denke mal, das ist der große Vorteil von Parabel und von Sunmax, dass wir da herstelleroffen sind und somit Absolut. entsprechend auf jede Projektgröße reagieren können. No? Absolut, absolut. Also
für uns ist es halt wichtig, dass wir ja, zuverlässige Partner haben. Ne? Also seit 2008 haben wir eine Premium-Kooperation mit Bosch Thermotechnik, also mit den Marken Bosch und Buderus, wo eben auch tatsächlich viele Projekte von kommen, ne? Weil die natürlich oft eine Systemlösung suchen. Wenn jetzt ein Kunde, ein Interessent da ist, der ja, praktisch eine Systemlösung benötigt, wo zwar Komponenten von Bosch reinpassen, aber wie zum Beispiel für das Schwimmbad, selbst diese Kaskade mit 7 Luftwärmepumpen, da funktioniert ihr Dimplex-Regler, den die da normalerweise verbauen, nicht wirklich für so eine Kaskade. Und dann war das zum Beispiel auch etwas, wo wir wieder ins Spiel kamen. Ähm, aber auch ja, Stiebel Eltron, beziehungsweise mit der Marke Tecalor für den zweistufigen Vertrieb. Ähm, sehr, sehr gute Geräte, waren jetzt bei dieser monoenergetischen Parabelbox, haben wir die verwandt, weil die besonders leise laufen, die Stiebel Luftwärmepumpen. Denn das ist ja schon kritisch, ne? Wenn man ein Bestandsquartier hat und auf einmal landen dann ja, Luftwärmepumpen im Innenhof, die eben auch hoffentlich bei kalten Außentemperaturen von der Geräuschkulisse akzeptabel sind. Aber das hat der Planer auch entsprechend begleitet und auf der Webseite gibt es da von Tecalor ein sehr gutes Auslegungstool. Insofern, ja, Stiebel auch sehr, sehr gute Maschinen. Ja, ja, danke, Christian. Ich habe eine Frage zu Montageoptionen. Kann man die Sunmax PVT-Module auch senkrecht 90 Grad geneigt montieren, zum Beispiel an einer Hauswand? Rein technisch gesehen spricht absolut nichts dagegen. Man kann PVT also auch in einem Fassadensystem einsetzen. Ich sage jetzt mal, im privaten Bereich, im gewerblichen Bereich kann man das so umsetzen, wenn man den entsprechenden Fachplaner und auch Installateur findet, der das dann so umsetzt. Ich will nicht sagen kritisch, aber natürlich mit einer kleinen Hürde ist man natürlich immer im öffentlichen Bereich unterwegs, weil wir dann eben immer entweder eine Zustimmung im Einzelfall benötigen oder eben eine allgemeine aufsichtliche Zulassung. Das ist immer mit einer Zertifizierung für die Unterkonstruktion und für das Modul verbunden. Das ist natürlich zeitlich und kostentechnisch eben ein gewisser Aufwand. Spricht aber in dem Sinne auch nichts dagegen, das so umzusetzen. Dann hätten wir als nächste Frage, wie tief sind die Geothermiebohrungen in dem Berliner Beispielprojekt von Parabel? Christian, hast du das im Kopf? Ich hätte es nicht parat. Ja, also ich vermute, das bezieht sich auf das Projekt, wo wir die Parabelbox Das als Beamer, Mehrfamilienhaus, denke ich. das Mehrfamilienhaus. Ich glaube 100 Meter, aber ich müsste das prüfen lassen. Also ich glaube 100 Meter. Ich hätte es jetzt auch nicht mehr direkt parat. Vielleicht, Sind Herr 10 Bossemeyer, Bohrungen. Mhm. vielleicht als indirekte Antwort darauf. Wir arbeiten hier im oberflächennahen Bereich. Ne? Bedeutet also die Erdsonden, die mit PVT schlussendlich in Kombination eingesetzt werden, da macht es wenig Sinn, tiefer als 200 Meter zu bohren. Ne? Der Hintergrund ist schlussendlich der, je tiefer wir bohren, desto höher wird eben schlussendlich die mittlere Erdtemperatur. Und dann wird es energetisch aufwendiger, das Erdsondenfeld zu regenerieren. Bedeutet also, sobald ich in die Kombination PVT und Erdsonden gehe, sind wir eigentlich hier meistens im Bereich unterwegs 100 bis 150 Meter Erdsondentiefe. Hier haben wir eine angenehme Erdtemperatur, also zum Beispiel bei 150 Metern sind wir bei etwa 14 Grad. Das sind Temperaturen, wo wir sehr gut das Erdsondenfeld über den Sommer dann wieder regenerieren können, um schlussendlich genau die Energiemengen wieder ins Erdreich zu geben, die wir entnommen haben. Ja, also wir agieren hier definitiv niemals mit tiefen Erdsonden, also im Kilometerbereich oder sowas, sondern wir bleiben schon im oberflächennahen Bereich. So, wie viel kostet ein PVT-Modul? Ja, wäre eine Frage, darauf gehe ich natürlich als Hersteller ungern direkt im Webinar ein. Wer als Installationsbetrieb natürlich hier gerne Kostenvoranschläge möchte,
kann sich direkt an uns wenden oder eben entsprechend an den Großhandel. Vielleicht mal als Hausmarke in dem Bereich für eine Aufdachanlage, also eine fertig installierte PVT-Aufdachanlage als Kalkulationswert sind wir etwa bei 500 Euro je Quadratmeter. Das entspricht etwa 2.500 Euro je Kilowatt Peak. Bei den größeren Flachdachanlagen, also die ich jetzt als Beispiel gezeigt habe, Industrieprojekte oder auch die Sportarena in Wien, da sind wir etwa bei 400 Euro je Quadratmeter. Also das geht dann in die Richtung 2.000 Euro je Kilowatt Peak, also fertig installiert auf dem Dach mit Unterkonstruktionen, mit Verrohrung etc. Aber wie gesagt, wenn das Interesse natürlich daran besteht, größere PVT-Modulmengen bei uns abzunehmen, uns einen Kostenvoranschlag brauchen, können Sie sich natürlich im Nachgang direkt an uns wenden. Können Sie einen Preisvergleich zwischen einem PVT-Modul und einem üblichen PV-Modul geben? Ja, ich denke, das sollte jetzt bei den Zahlen ungefähr dabei gewesen sein. Eine normale PV-Anlage, da sind wir so aktuell bei 900 bis 1.000 Euro die Kilowatt Peak. Ne? Genau. Wird das Webinar als Aufzeichnung im Anschluss an die Teilnehmer versendet? Also einen direkten Versand machen wir da eigentlich nicht. Wir bereiten aber aktuell auch einen YouTube-Kanal vor, wo dann schlussendlich alle Webinare, die wir im Laufe des letzten Jahres gegeben haben, eben auch on demand zum Abruf sind. Gibt es bereits Erfahrungen mit PVT-Modulen an Fassaden beziehungsweise in horizontaler Ausrichtung? Eine Fassaden-PVT wäre mir tatsächlich unbekannt. Christian, es sei denn, du hättest mal vielleicht auch mit einem anderen Hersteller. Nee, Okay. wir haben bei dem DGEWO Zukunftshaus, bei dem Projekt war die PV senkrecht, aber nicht PVT. Also da gab es noch eine Ergänzung, weil da wurden, wie gesagt, sehr, sehr viele Sachen ausprobiert und kombiniert. Aber PVT war da nicht an der Fassade. Ja, wäre mir tatsächlich auch neu, dass das bereits jemals umgesetzt worden wäre. Mit horizontaler Ausrichtung kommt jetzt darauf an, wie horizontal Sie es meinen. Also bei Flachdächern, Ost-West-Aufständerung mit 10 Grad ist tatsächlich Standard für PVT. Als Beispiel wirklich mit 0 Grad Neigungswinkel, da wäre dieses Leuchtturmprojekt, was ich in der Schweiz gezeigt habe. Das ist tatsächlich, da liegt die PVT mit 0 Grad Neigungswinkel. Das ist tatsächlich damals dem Architekten geschuldet gewesen, der verlangt hat, dass man unter keinen Umständen irgendwas von unten sehen darf. Und deswegen wurde die PVT horizontal gelegt, ist aber tatsächlich auch aus rein technischer Sicht überhaupt nicht problematisch, weil die PVT ja größtenteils zur Regeneration des vorhandenen Erdsondenfeldes da ist, was man ja im Sommer schlussendlich regeneriert. Da haben wir einen sehr hohen Sonnenstand. Da macht tatsächlich auch ein 0 Grad Neigungswinkel auch bei den solaren Erträgen tatsächlich keinen großen Unterschied. Kann man das PVT-Modul auch mit weniger Durchfluss fahren, um höhere Temperaturen beim Medium zu erreichen? Ja, die Frage kommt immer wieder. Tatsächlich, ja, das funktioniert. Man kann hier in einem gewissen Maß den Durchfluss der Module auch regulieren. Mindestmaß sind aber hier 50 Liter je Stunde und Modul. Das hängt einfach damit zusammen, wenn ich noch tiefer gehen würde, hätte ich keinen gleichmäßigen Durchfluss mehr des Moduls, dann hätten wir Strömungsprobleme. Dann ist natürlich auch die Möglichkeit, im Sommer höhere Temperaturen zu erreichen. Das ist aber eigentlich nie der Ansatz bei der PVT, sondern wirklich immer die Kombination mit der Sohle-Wärmepumpe. Wenn wir hier in höhere Temperaturbereiche gehen, dann fällt schlussendlich die Energiemenge, die wir aus dem Modul ziehen können, herunter. Wir schaden damit eben schlussendlich auch aktiv dem Stromertrag, weil wir das Modul ja in höhere Temperaturebenen fahren. So dass tatsächlich unsere Empfehlung und Christian, du nickst schon die ganze Zeit, unsere Empfehlung ist halt wirklich ein PVT-Modul immer in Kombination mit der Sohle-Wärmepumpe einzusetzen, weil so halt wirklich die effizientesten und tatsächlich eben auch wirtschaftlichsten Projekte umsetzbar sind. Wenn du da noch was ergänzen möchtest, Christian, genau. Ja, genau so sieht es aus. Also das Tolle bei PVT ist ja genau eben, dass keine zu hohen Temperaturen auf der Thermieseite anfallen.
nur dann kann ja die Sohle-Wärmepumpe damit was anfangen. Wenn die Temperaturen zu hoch wären, würde die Sohle-Wärmepumpe damit nicht arbeiten können und die Anlage würde in Stagnation gehen. Ja. Dann zur nächsten Frage. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Planung, Realisierung der Schnittstellenproblematik EIT und TGA an den PVT-Modulen? Ich würde, also da wegen Schnittstellenproblematik, das müsste ja eigentlich an dich gerichtet sein. Wobei ich mir jetzt auch nicht, EIT oder ELT könnte es natürlich auch sein, aber tatsächlich, ich kenne die Abkürzung auch gar nicht. ELT, Elektro und TGA? Ja, Schnittstellen. Also Gebäudeausrüstung, ja, also da wäre ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher, Herr Bruschke, wenn Sie vielleicht bei der Fragestellung das nochmal konkretisieren würden. Da wäre ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher, was Sie jetzt genau mit der Schnittstellenproblematik meinen, weil jetzt zwischen der technischen Gebäudeausrüstung und den PVT-Modulen, dafür habe ich ja jetzt schlussendlich das Quellenmanagement bei komplexen Systemen. Und genau. ich sage jetzt mal, im Einfamilienhausbereich, da bin ich ja stellenweise auch monovalent über die PVT unterwegs. Genau, wo ich halt gar keine andere Wärmequelle habe, da ist die Schnittstellenproblematik ja gar nicht vorhanden. Aber wenn Sie da vielleicht nochmal konkreter die Fragestellung stellen würden, dann würden wir nochmal einen Ansatz machen. Mhm. So, okay, dann haben Sie eine ortsbezogene Liste von Installateuren, damit man sich einen Installateur mit Erfahrung mit Ihren Modulen suchen könnte, beziehungsweise eine Anlage dort anfragen könnte. Selbstverständlich, da gehen Sie auf unsere Website von Sunmax, gehen auf die Unterseite Partner und dort finden Sie eine Landkarte mit unseren Installateuren, die für Sie jederzeit da sind und Sie da beraten können. So, dann sind Erfahrungen mit Indachlösungen vorhanden, eventuell mit Rückisolation zur Temperaturerhöhung? Ähm, genau, also Indachlösungen ist ein Spezialthema tatsächlich mit PVT nicht ganz trivial, weil wir halt immer die Hinterlüftung des Moduls brauchen für die konvektiven Wärmegewinne. Also PVT zieht die Wärme ja nicht nur aus der solaren Einstrahlung, sondern auch aus der Umgebungstemperatur, so dass wir hier schlussendlich auch im Winter natürlich als Wärmequelle dienen können. Genau, von daher rein, ich sag mal, es ist möglich, eine Indachlösung zu bauen. Mit unseren Modulen wurde aber tatsächlich noch keine umgesetzt. Ne? Also da müsste man dann eben definitiv darauf achten, dass ich eben im unteren Bereich der PVT-Felder eben eine Möglichkeit habe, dass Luft hinter die Module kommt und im oberen Bereich eben auch wieder ausströmen kann, dass ich hier eine gleichmäßige Hinterlüftung habe und die Dachkonstruktion unterhalb der PVT-Module muss eben auch für Kondensat auf der Rückseite und auch für Eisbildung auf der Rückseite der Module geeignet sein. Jetzt wäre die Frage, Christian, bei euch schon mal in Kombination mit PVT eine Indachlösung gewesen? Ich kann mir das ehrlich gesagt sehr schwer vorstellen. Wir haben Indach-Lösungen natürlich für reine Solarthermie, ne? Flachkollektoren, zum Beispiel von STI aus Merane. Das ist so richtig Sinn macht das bei PVT meiner Meinung nach auch nicht, weil du Ja, brauchst die Luft eben tatsächlich. Klar, man kann eine Sonderkonstruktion bauen, worauf du jetzt so ein bisschen hinaus wolltest. Ne? ja, Kann man natürlich anbieten, die dann sicherlich auch entsprechend kosten würde. Ne? Aber du brauchst die Luft, die praktisch Umweltthermie, ähm, die da an das Modul von der Rückseite halt rankommt. Und, ja. deswegen, klar, man kann eine Sonderlösung bauen, finde ich jetzt nicht so richtig. Ich mag die Indach-Sachen nur optisch, ehrlich gesagt. Man merkt vielleicht so eine kleine Ablehnung meinerseits. Indach-Lösungen sind sehr hübsch von außen, haben aber das Problem, dass sie auch den Raum dahinter, ne, das Dachgeschoss, unheimlich aufheizen. Also wer diesen Raum dahinter nutzen möchte, der
schießt sich selbst ins Knie, ne? Weil es halt sehr, sehr stark aufheizt, wenn es Flachkollektoren sind zum Beispiel, ne? Solarthermie raten wir eigentlich von ab. Oft wollen es Architekten, weil es halt sehr schick aussieht von außen, aber hat eben dann technische Nachteile. Ja, danke, Christian. Sind die Sunmax PVT-Module mit ihren technischen Daten in entsprechenden Simulationsprogrammen erfasst? Welche Simulationsprogramme würden Sie empfehlen? Verzeihung. Genau, also wir achten schon sehr darauf, dass unsere Module bei mehreren Softwareherstellern gelistet sind. Also Beispiele wären Polysun, Enpro, Energy Pro oder auch PV Soul, wobei man natürlich bei PV Soul nur die elektrische Seite abbilden kann, aber da kann man schon mal einen schönen Dachbelegungsplan mit unseren Modulen beispielsweise erstellen. Meine ganz klare Empfehlung ist tatsächlich, sich mit Polysun auseinanderzusetzen. Das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, würde ich aktuell nach Erfahrungsstand tatsächlich so ein bisschen sagen. Da kann ich halt vom Einfamilienhaus über Industrie bis zur kommunalen Wärmeversorgung kann ich hier tatsächlich die Strom- und die Wärmeseite gleichermaßen abbilden und halt wirklich einen vernünftigen Simulationsgang über ein ganzes Jahr schlussendlich abbilden. So, wann werden die Unterlagen an die Teilnehmer gesendet? Das machen wir im Laufe dieser Woche. Macht PVT Sinn bei Einfamilienhäusern ohne Geothermie, also nur Wärmespeicher im Keller? Ja, aber natürlich an die Sohle-Wärmepumpe denken. Also ohne Sohle-Wärmepumpe, nein, macht das Ganze keinen Sinn. Sie können aber im Einfamilienhausbereich auf die Erdsonden, auf Erdkollektoren etc. verzichten. Kleine Auslegungshilfe von unserer Seite, das finden Sie auch bei uns im Download-Bereich auf der Sunmax-Seite. In diesen Bereichen, wir brauchen je kW Heizlast der Wärmepumpe, brauchen wir 4 Quadratmeter PVT, entspricht also 2 Modulen, bedeutet also, wenn Sie in Ihrem Einfamilienhaus eine Sohle-Wärmepumpe mit 8 kW Leistung sozusagen einsetzen möchten, dann brauchen Sie mindestens 16 Module von uns auf dem Dach. Dann aber tatsächlich, und da kommt uns natürlich die Offenheit gegenüber Wärmepumpenherstellern zugute, dann darauf achten, dass die Wärmepumpen wirklich auch bis minus 15 Grad beim Verdampfereintritt gehen können. Und nochmal vielleicht als Ergänzung meinerseits, also das Tolle bei PVT ist ja, dass es eben ja nahezu geräuschlos arbeitet. In Verbindung mit einer Sohle-Wärmepumpe hat man halt nicht die Geräuschentwicklung wie einer Luftwärmepumpe. Das ist ja so oft die Standardlösung geworden, dass Leute ja, Luftwärmepumpe plus PV-Anlage, das ist so ein bisschen der Klassiker geworden, hat aber eben natürlich systembedingt Nachteile. Alles hat seine Vor- und Nachteile, aber da ist eben das Schall, das Schallemissionsthema vorhanden, was man eben bei PVT in Kombination mit einer Sohle-Wärmepumpe nicht hat. Die sind nahezu geräuschlos. Also das, sozusagen, da gibt es keine Geräuschproblematik. Eine sehr gute Ergänzung, Christian. Danke. Absolut, ja. So, Fragestellung ist hier keine Isolation auf der Rückseite, Schrägstrich Frontglas. Genau, das ist korrekt. Wir haben also keine isolierende Schicht, keine Wärmedämmung auf der Rückseite. Wir haben aber ein Frontglas, ne? Also standardmäßig Einscheiben-Sicherheitsglas, also ESG mit 3,2 mm Stärke, so wie man das eben schlussendlich auch von jedem PV-Modul her kennt. Wichtig zu sagen, wir sind hier kein Glas-Glas-Modul. Ne? Wir haben also auf der Vorderseite ein Glas und auf der Rückseite ist ja unser Aluminium-Wärmetauscher. So, wie gehen Sie mit der Überhitzung des Mediums Sohle vor? Die Module sind auch im Hochsommer der Sonne voll ausgesetzt, da wo die Wärmeabnahme teilweise ganz ausfällt. Das ist richtig. Tatsächlich, wenn wir in Projekten mit Parabel unterwegs sind, also kommunale Wärmeversorgung oder Freibäder etc.,
Wenn da immer eine Wärmesenke vorhanden ist, dann spielt das Thema natürlich auch überhaupt keine Rolle. Ne? Da können wir halt das System auch den Hochsommer über durchlaufen lassen. Da kommt es nie in diesen Fall. Aber selbst wenn wir in die Stagnation gehen, unsere maximale Stagnationstemperatur sind 81 Grad, bedeutet also irgendwann erreichen wir ein Level, wo der Energieeintrag nicht mehr so hoch ist, dass die Temperatur weiter steigt, sondern dann geben wir über unsere Rückseite, über den Aluminiumwärmetauscher eben die gleiche Menge an Wärme einfach ab. Bedeutet also das Wasser-Glykol-Gemisch, das bringt natürlich interessante Vorteile mit sich. Wir kommen hier nie in den Verdampfungsbereich, was eben ein großer Vorteil gegenüber der Solarthermie ist, weil wir hier uns nicht wegen den Überdrucksystemen Gedanken machen müssen. Und zum anderen zersetzt sich das Glykol bei uns im System nicht. Ne? Also das Wasser-Glykol-Gemisch wird dann nicht irgendwann sauer schlussendlich, sodass eben auch hier die Auswechselzeiten des Wasser-Glykols-Gemisch im Vergleich zu einer reinen Solarthermieanlage deutlich geringer ist, seltener. So. Bei geringer Neigung der PVT-Module, zum Beispiel 20 Grad Dachneigung, könnten die Module durch Schnee im Winter verdeckt werden, kann man die Module dann frei heizen, analog zum Enteisungsbetrieb von Luft-Luft-Wärmepumpen. Ja, das ist möglich. Wir können eben, und da hilft dann eben eine Wärmepumpe und eine intelligente Steuerung, beispielsweise von Parabel eben natürlich mit. Wir können dann den Kreislauf einfach umdrehen, nutzen gespeicherte Wärme, also entweder aus dem Erdsondenfeld oder eben wir nutzen die Wärmepumpe nochmal zum Aufheizen und können dann eben mit unserer Technologie einfach, wir fahren mit 6, 7 gradiger Flüssigkeit, also mehr Temperatur braucht es da schlussendlich gar nicht, haben wir die Möglichkeit, tatsächlich Schnee auf der Vorderseite der Module abzuschmelzen. Wir haben da auch im letzten Winter eine sehr interessante Studie in der Schweiz mit der ZHAW in Winterthur durchgeführt. Die haben das sogar mit horizontal liegenden Modulen probiert, was eben auch funktioniert. Da rutscht es dann halt nicht ab, da muss man es halt wirklich vollständig abschmelzen. Aber tatsächlich auch dieses Abschmelzen von Schnee ist wirtschaftlich und im letzten Monat wurde tatsächlich die erste PVT-Anlage von uns auf einem Hotel in den Alpen installiert. Die haben tatsächlich größtenteils den Vorteil im Schneeabschmelzen gesehen, weil ihre PV-Anlage von November bis April tatsächlich einfach unter Schnee liegt. Ja, genau. Sie sagten, die Module müssen auf der Rückseite einen Freiraum haben, Luftzu- und Abgang. Wie groß muss dieser Luftraum sein? Mindestens 40 mm Abstand zwischen Dachhaut und unserer Modulrückseite. Das ist zum einen dem geschuldet, dass wir ausreichend Konvektion auf der Rückseite haben und zum anderen müssen wir natürlich auch noch die Verrohrung hinter unsere Module bekommen. So, letzte Frage hier in meiner Liste. Vielen Dank, das war sehr spannend. Finde ich gut. Eine super Fragestellung. So, dann ich gucke mal kurz auf die Uhr. Es ist 17:23 Uhr. Sie hätten also noch die Gelegenheit. Da geht es schon weiter. Was empfehlen Sie für die Verringerung der Wärmepumpentaktung, gerade im Sommer, wo genügend direkte Wärme zur Verfügung steht und die Wärmepumpe schonen könnte? Ja, Christian, das wäre mehr dein Bereich. Also was empfehlen Sie für die Verringerung der Wärmepumpentaktung, gerade im Sommer, wo genügend direkte Wärme zur Verfügung steht und die Wärmepumpe schonen könnte? Naja gut, direkte Wärme für Trinkwasser eben nicht. Ne? Also die Wärmepumpe brauchen wir schon. Es sei denn, es ist jetzt ein Freibad, das ist tatsächlich ein Ausnahmebeispiel, wo wir nur 26 Grad brauchen. Da funktioniert das solare Heizen ohne Verwendung der Wärmepumpe, wenn die Außentemperaturen passen oder kann funktionieren. Ansonsten brauchen wir immer die Wärmepumpe, die natürlich, ja, je nachdem, was das für ein Modell ist, meistens haben die 2 Stufen und laufen dann auf niedrigerer Stufe. Na, aber fürs Trinkwasser brauchen wir auf jeden Fall die
die Wärmepumpe am Laufen. Ne, es sei denn, es gibt eine andere Quelle, aber das macht es ja zu komplex jetzt für dieses Beispiel. Und ja, die haben im Allgemeinen, also laufen die auf 2 verschiedenen Stufen und dann im Sommer wird eben sozusagen dann natürlich nicht die Maximalstufe gebraucht. Ne? Ja, also da würde mir jetzt schlussendlich auch nichts mehr einfallen. Ja. Dann Hagelschlagsicher, Fragezeichen. Ja, wie vorhin kurz erwähnt, wir haben also standardmäßig wie bei der PV 3,2 mm Einscheiben-Sicherheitsglas auf der Vorderseite. Wir haben also hier die Hagelschlagklasse 4, bedeutet unsere Module wurden mit Körnern mit 40 mm beschossen. Muss die Fläche zwischen Modulrückseite und Dachhaut plan sein oder könnte man die Module auch auf üblichen Betondachsteine montieren? Schlussendlich, wie jetzt dann die Dachhaut wirklich aussieht, das spielt dann eine untergeordnete Rolle. Also ob das jetzt Trapezblech ist, normale Ziegelsteine, beim Flachdach Bitumen etc. Also das spielt dann keine Rolle mehr. Genau. Wie hoch ist die Stagnationstemperatur? 81 Grad. Genau, hier hätten wir nochmal vielen Dank für das interessante Seminar als Lob. Ist es möglich, über das Parabelsystem die Fahrweise zum Beispiel der Wärmepumpe an die Börsenstrompreise anzupassen und gegebenenfalls auch eine eventuelle Einspeisung aus den PV-Modulen? Gibt es da Erfahrungswerte? Ja, das können wir alles mit einbinden über die intelligente Technik. Genau, ja. So, dann, wir hätten noch ein paar letzte Minuten, wenn noch jemandem eine Frage einfällt. Mirko, was mich vielleicht noch interessieren würde, ich weiß nicht, Ja, würde vielleicht einen Rahmen jetzt sprengen für die letzten Minuten, aber ähm, wenn man PVT-Kollektoren verwendet, ist natürlich auch eine Kühlung möglich. Ne? Das ist nochmal ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einen Rahmen sprengt, aber das würde ich vielleicht auch einfach nochmal gern reinwerfen, ne? Dass eben tatsächlich nicht nur der Vorteil darin besteht, dass eben die Sohlewärmepumpen leise sind, dass man nicht das Schallemissionsthema hat wie bei Luftwärmepumpen. Der andere Vorteil ist bei PVT, man hat einen höheren Stromertrag, dadurch, dass die PV-Seite effizienter läuft, weil sie eben gekühlt wird von der Rückseite. Ja, und in Verbindung mit Geowärmepumpen kann nicht nur beheizt, sondern eben auch gekühlt werden. Das wäre nochmal ein Punkt, den ich gern unterstützend für PVT nochmal ja. anbringen würde. Ne? Ein sehr wichtiger Punkt und tatsächlich ist gleichzeitig noch die Frage mit aufgeploppt, ist auch eine Einspeisung in ein lokales Kältesystem möglich? Ne? Und ganz genau so, wie du es jetzt schon dargestellt hast, Christian, ja, das ist sehr gut möglich. Wir können also auch über die PVT entweder in die freie Kühlung gehen, bedeutet, wir nutzen die Module nachts im Sommer wirklich noch für die Kühlung des Systems. Das Ganze funktioniert natürlich auch in Kombination mit Sohlewärmepumpen, dass hier Gebäude eben auch gekühlt werden können. Ja. Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall, Christian. Mhm. Und dann haben wir noch eine Frage, die nochmal aufgeploppt ist. Das Monosilizium ist direkt auf dem Aluminiumwärmetauscher. Hier gehe ich natürlich nicht ins totale Detail, weil das ist natürlich auch so ein bisschen unser Firmengeheimnis, wie wir die PVT-Module aufbauen. Aber ja, zwischen dem Aluminiumwärmetauscher und dem PV-Laminat ist eine vollflächige Verbindung hergestellt. Das heißt, zwischen beiden ist kein Luftspalt oder ähnliches. Wir haben hier wirklich die optimale Wärmeübertragung vom PV-Teil auf den Aluminiumwärmetauscher. Ja, damit sind wir doch ganz gut am Ende angelangt. Wenn Sie noch Fragen komplexerer Art haben oder natürlich einmal eine Beratung für Ihre Projekte benötigen, dann wenden Sie sich sehr
gern direkt an uns. Wie gesagt, die Unterlagen werden wir Ihnen ja im Nachgang zuspielen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie hier tatsächlich bis 17:30 Uhr mit vielen interessanten Fragen auf uns zugekommen sind, und wünsche Ihnen allen einen schönen Feierabend. Christian, dir möchte ich herzlich dafür danken, dass du heute dabei warst und die Parabelbox vorgestellt hast, und überlasse dir gerne die Schlussworte. Ja, ich bedanke mich auch und vor allem vielen Dank für die 3, 4 Leute, die uns positives Feedback entgegengebracht haben. Das ist immer als Referent, finde ich, ganz wichtig, dass man so weiß, in welche Richtung ging das. War es kurzweilig, war es langweilig, hat man zu sehr, keine Ahnung, zu weit ausgeholt, wurde man nicht verstanden, muss man irgendwas anpassen. Insofern danke für das Feedback und ich wünsche allen einen wunderschönen Feierabend.